Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Abenteuer von Zeus, Herrscher des Olymps, mit dem Add-on Poseidon, Herrscher von Atlantis. Und zwar werden wir ein selbst kreiertes Abenteuer der City Builders spielen. Die City Builders habe ich ja auf meinem Kanal verlinkt und ich habe auch schon für Caesar 3 die doch sehr außergewöhnlichen Missionen der City Builders für dieses Spiel gespielt. Findet ihr in der Beschreibung. Ja, und wir werden jetzt hier für Poseidon, Herrscher von Atlantis, ein Abenteuer der City Builders spielen. Was sehr interessant ist, weil die City Builders eigentlich keine Szenarien bzw. Abenteuer für dieses Spiel auf ihrer Internetseite hatten. Allerdings haben sie ihre Internetseite aktualisiert und dort findet ihr nun unter Restposten, was ich sehr, sehr gut finde, Abenteuer für Zeus und für Poseidon von den City Builders kreiert. Sehr spannend und ich kann euch verraten, ich habe eins rausgesucht, was ein Crossover zwischen Zeus und Star Wars ist. Ja, wenn ihr das Spiel runtergeladen habt, findet ihr das unter eigene Abenteuer bei Poseidon, Herrscher von Atlantis. Und der Titel dieses Abenteuers ist Coruscant. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Als die Senatoren einer bedrohten Republik beschlossen, auf dem bis dahin unbeachteten Planeten Terra eine Paralleldimension zu porten, um das Wissen von Coruscant zu bewahren. Lange Zeit haben Kriege die Ausführung dieses Planes verhindert. Nun ist es endlich soweit. Es ist eine relative Ruhe eingekehrt und du bist berufen. Möge die Macht mit dir sein. Ja, ihr seht, es fängt schon ziemlich gut an hier mit der Einleitung für die erste Mission des Abenteuers Coruscant, kreiert von den City Builders. Na, dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Der Titel der ersten Mission ist Coruscant und der Text lautet: Hier ist nun also dein Bestimmungsort, Coruscant. Zunächst einmal muss das Notwendigste errichtet werden. Für die Pioniere Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Und man darf die Eingeborenen und ihre Götter nicht verschrecken. Hier gibt es reichlich davon. Und auch noch Helden. Da dieses ein neues Coruscant werden soll, ist Weisheit gefragt. Da hilft nur eins. Die Eingeborenen fragen, welcher Gott hier für Weisheit zuständig ist und diesen einen Tempel bauen. Glücklicherweise ist es Qing Kong Yin gelungen, in Pasmin einen Vorposten zu gründen. Wenn die Stadt erst einmal richtig befestigt ist, kannst du von dort mit Hilfe bei dem Tempelbau rechnen. Auch Joros Kabot hat eine kleine Stadt errichtet und sie Bandumer genannt. Mit Hilfe dieser Verbündeten dürften deine ersten Aufgaben kein Problem sein. Poseidon hat sich auch vorgenommen, dir zu helfen. Er wird dir den Zugang zum Meer freimachen. Dann kannst du sicher ahnen, wo du besser nicht bauen solltest. Ja, ihr seht, die Geschichte ist schon ziemlich gut durchdacht hier. Wir sind von Coruscant auf die Erde geschickt worden, um hier ein neues Coruscant aufzubauen. Ganz viele Namen aus der Star Wars Saga. Sollte ich diese nicht gar richtig ausgesprochen haben, bitte ich um Verzeihung. Ganz so firm bin ich in diesen ganzen Namen nicht. Aber ich finde das eine super Idee, hier tatsächlich Star Wars mit diesem Spiel zu verbinden. Was sind unsere Ziele in der ersten Mission? Wir müssen ein Heiligtum der Athene bauen und wir müssen 16 Stränge Wolle für die Kolonie bereitstellen. Wir spielen dieses Abenteuer im Schwierigkeitsgrad schwer, was hier als Titan bezeichnet ist. Gut, dann schauen wir uns die Stadt einmal an. Wir gehen in den Pausenmodus und dann hier bei der Übersicht gucken wir uns mal die Karte an. Oh, wir haben hier ein großes oder eine große freie Fläche. Wir gehen mal nach Westen, haben wir hier Marschland, wir haben hier ein bisschen
Gewässer. Das geht dann hier weiter zu so großen Felsformationen. Ja, und dann haben wir hier so einen See. Wir haben, wenn wir jetzt Richtung Süden gehen, hier große Waldbestände. Oh, es ist auch schon sehr schön terrassiert. Oh, eine große Karte. Das muss ich sagen. Sehr schön gemacht hier. Mit dieser Terrassierung. Wir gehen vom Süden her jetzt Richtung Osten. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir Orikalvorkommen. Und hier haben wir ein Marmorvorkommen. Okay, dann sind wir jetzt ganz im Osten. Gehen wir jetzt mal Richtung Norden wieder. Ja, haben wir hier auf diesem terrassierten Grund das einzige fruchtbare Gelände, was ich hier so sehe. So, dann gehen wir zurück nach Westen. Haben wir hier so einen kleinen Zipfel, ja, wo wir hier Kartenanschluss haben. Also hier ist wohl die Möglichkeit, Seehandel zu betreiben. Aber wir haben ja gehört, dass Poseidon uns da helfen wird. Das heißt, hier wird bestimmt irgendwas passieren, dass das hier größer wird. Wir sollten also nicht unbedingt hier direkt in unmittelbarer Nähe zu dieser Bucht hier siedeln. Dann schauen wir mal, was wir alles so errichten können. In der ersten Mission können wir nur Häuser der Arbeiter bauen. Wir haben bei der Landwirtschaft Farmen, und zwar Zwiebelfarmen. Bei den Plantagen können wir Reben anbauen und wir können bei der Viehzucht Schafe hüten und somit Wolle produzieren. Bei Gewerbe haben wir nur Rohmaterial, und zwar die Steinmetzwerkstatt und die Metallhütte. Gut, oh, wir haben auch schon hier erste Handelspartner. Gucken wir gleich mal auf die Karte. Gut, hier ist alles klar. Hier ist auch alles klar. Wir können Brücken bauen. Wir haben bei der Wissenschaft alle Bauoptionen, selbst das Museum. Ja, und bei Mythologie haben wir hier die Laube der Athen. Und dann gucken wir nochmal direkt, welche Gottheiten uns wohlgesinnt sind. Das ist Zeus, Poseidon, Aphrodite, Athene und Dionysos. Das ist schon mal nicht schlecht. Feindselig sind Artemis, Hephaistos und Hades. So, beim Militär haben wir nichts. Und bei der Ästhetik haben wir hier bei den Verschönerungen Allee, Park und die Säulen. Das ist sehr schön. Und wir haben ein paar Erholungsgebiete, hohe Obelisken, Blumengarten und eine Delfinskulptur. Gut. Ja, was ist nun der Plan? Ich denke mir mal, wir werden hier in der Nähe unseres, ja, fruchtbaren Gebietes anfangen, eine Siedlung zu errichten. Vielleicht doch ein bisschen mehr hier in die Mitte der Karte. Das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir es nicht ganz so weit hier zu unseren fruchtbaren Gebieten. Naja, und wir haben ja auch hier in die Richtung Wald und das Orikalvorkommen. Und hier haben wir irgendwo den Steinbruch. Ja, das passt dann eigentlich ganz gut. So, und die müssen wir natürlich gucken, wo wir die Aufgänge haben. Die haben wir einmal hier und einmal hier und einmal hier. Okay, gut. Ja, ihr seht, das fruchtbare Gebiet ist so ein bisschen blöd hier platziert. Gerade wenn man Farmen hier platzieren möchte. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir planen aber jetzt erstmal hier unser Wohngebiet. Wir haben jetzt hier unser Wohngebiet wieder in einer klassischen viereckigen Form. Wir platzieren die Agora hier hin und führen wir die beiden Wege raus, so wie wir das eigentlich immer machen. So, und hier möchte ich dann später unsere Lagerhäuser bauen. Sperren nicht vergessen, und dann können wir jetzt hier schon mal parzellieren. Basics nicht vergessen, wir brauchen den Brunnen und wir brauchen natürlich den Architekten. Oh, dann können wir den Pausenmodus jetzt mal aufheben. Was wir auch noch brauchen, sind die Alleen. So, mal eben kurz gucken. Hier kommt die Bibliothek hin. Und hier kommt
Die Kliniken, ja, das weiß ich. Mal eben kurz gucken. Ja, das passt. Gut. So, bei Gewerbe noch schnell entsprechend bei Gesundheit und Sicherheit die Priorität auf Hoch stellen. Mehr brauchen wir nicht. So, und dann führen wir den Weg schon mal hier rüber. Ja, so. Gut, und dann parzellieren wir auch schon mal hier in diesem Bereich. Das passt nämlich auch schon sehr gut. So, wo kommen denn unsere Siedler? Ah, da seht ihr das, so kleine Pünktchen. Da kommen sie. Ja, wir werden direkt mit der Nahrungsmittelproduktion natürlich anfangen. Wir können ja nur die Zwiebelfarmen bauen. Wie machen wir das? Wir müssen das ja auch noch ein bisschen hier verbinden, ne? Ja, es ist ein bisschen doof hier. Das haben sie geschickt gemacht. Na, das geht überhaupt nicht. Seht ihr das? Dann kommen wir nämlich mit dem Weg da gar nicht drum. Von daher ist das schon mal Blödsinn. Oh. Hier können wir eine hinbauen und hier. Das geht. Ja, okay, 2 Zwiebelfarmen müssten reichen. Ah, komm, bauen wir noch eine dritte. Die passt dann jetzt hier hin. Dann brauchen wir Architekt. Der kann hier hin. So, dann kann der das hier kontrollieren. Ja, schon 100 Personen in unserer Stadt. Coruscant. Okay, dann bauen wir mal hier eine Sperre auf. Und dann können wir auch schon hier eine Wollsammelstelle bauen und können dann jetzt hier die Schafe da platzieren, wo wir keine Farmen hinbauen können. Na, komm, bauen wir noch eine. Hier zum Beispiel ist auch kein fruchtbares Gebiet. Machen wir das so. Aber ich möchte hier irgendwie raus noch. Ja, so. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Wir haben Arbeitslose, gut. Dann, tja, vielleicht sollten wir erstmal gucken, was wir so produzieren können. Ne, wir müssen erst noch ein Silo bauen. Das Silo kommt hier hin. So, und dann haben wir hier die Sperren, das passt. Wir brauchen noch ein Lagerhaus für die Wolle. So, und das lassen wir jetzt erstmal so. Vielleicht kriegen wir ja nachher was geschenkt von unseren Handelspartnern, wo wir jetzt mal gucken. Ja, das ist also unsere Karte und ihr seht, es ist ein größerer Ausschnitt des Mittelmeerraums. Also man hat sich aus einer entfernten Galaxie hier in Nordafrika niedergelassen. Hier haben wir unsere Stadt Coruscant und wir haben Pasmin. Und hier haben wir Qui-Gong-Jin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die kaufen bei uns Holz und Olivenöl und verkaufen uns Wolle. Und dann haben wir Bandumer. Und die kaufen bei uns Trauben und Wolle und verkaufen uns Karotten und Holz. Okay. Und dann haben wir hier noch einen nicht entdeckten Ort Alderaan. Daran kann ich mich auch noch erinnern, an Alderaan. Ja, ist aber noch nicht entdeckt. Also, wir können Wolle und Trauben entsprechend verkaufen. Dann lass uns doch noch ein Landarbeiterlager bauen. Das kann hier hin. Und dann setzen wir mal ein paar Reben.
Mhm. So, da kommen die ersten Zwiebeln. Dann können wir schon mal den Lebensmittelhändler hier platzieren. Ja, das ist doch schon ein ganz netter Aufbau hier, oder? Arbeitsmarkt, ja, aber jetzt mit den Nahrungsmitteln, das sollte eigentlich funktionieren. Ja, die Stadtkasse war nicht so üppig und wir haben die Flut, das war ja das, was wir ja schon gehört haben. Poseidon öffnet uns hier das Tor. Wo denn? Oh, hier? Okay. Okay, wo geht das denn jetzt hin hier? Aha. Ah, okay. Ja. Ja, das ist natürlich interessant. Ihr seht, jetzt haben wir hier von diesem See eine Verbindung hier zum Meer. Okay, hier können wir jetzt also auch den Seehandel betreiben. Oh ja, da haben wir aber unser Wohngebiet gut platziert. Das muss ich wirklich sagen. Hier, das kann weg, weil dann können wir hier nämlich Tiere bauen. Das passt sehr gut. Ja, wir brauchen ein paar Arbeiter. Ich mache das Lohnniveau mal auf hoch, hat aber nicht viel gebraucht, aber es wandern jetzt neue ein. Tja, kommen wir mit den 3 Zwiebelfarmen aus oder sollen wir noch eine bauen? Bei A würde ich diesen Weg hier so mal errichten, weil dann können wir auf jeden Fall hier noch ein Landarbeiterlager bauen. Ja, das machen wir so. Ja, neue Bürger wandern ein, aber wir haben echt keine Nahrungsmittel mehr, ne? Gut, wir parzellieren doch noch hier diesen Bereich. Okay, dann können wir das Stückchen hier wegnehmen und setzen hier jetzt schon mal die Bibliothek hin. Ja, und ich möchte auch noch eine Zwiebelfarm haben hier. Obwohl 3, das müsste eigentlich reichen. Wann ist denn die Ernte hier überhaupt? Im April und wir haben August. Naja, müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Aber wir könnten auch Karotten einkaufen. Wir bauen mal den Handelsposten von Bandumer. So, die können wir nämlich alle hier schön hinsetzen. Oder so. Bauen wir es so. So, wir können Trauben und Wolle verkaufen und wir können ein bisschen Karotten einkaufen. Nur so lange, bis unsere Zwiebeln endlich reif sind. So, wir verkaufen Trauben und wir verkaufen Wolle. Gut. Ja, da wandern sie ein. Sehr schön. Ja, ich weiß. Sehr gut. Wir bauen direkt noch weiter. Wollsammelstellen. Wie gesagt, platziert das ruhig hier, wo ihr keine Farmen hinbauen könnt. Ich Und bin Athene. Wer mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. ja, Athene, das machen wir auch. Aber wir müssen jetzt erstmal hier noch ein bisschen mehr unsere Exportgüter produzieren, solange wir noch genug Geld haben. Ja, und ihr seht, wir haben hier in den Gewässern tatsächlich Seeigelvorkommen. Allerdings können wir noch keine Seeigel entsprechend hier ernten. So, Karotten werden eingekauft. Das sollte jetzt erstmal reichen. Aber die sind doch echt teuer, ne? Aber jetzt kommt die erste Wolle hier rein. Oh, mal das Lohnniveau auf normal.
500 Personen schon in unserer Stadt. Ja, komm, dann bauen wir schon mal erste Steinmetzwerkstatt auf. Gewerbe machen wir dann jetzt hier. Ich muss mal eben kurz gucken. Hier kommen ja noch Verschönerungen hin. So. Ja, nicht so viel Geld ausgeben hier. Können wir die Straße nämlich so bauen. Wir können dann jetzt hier die Steinmetzwerkstätten bauen. Obwohl hier passt noch gut ein Handelsposten hin. Ja, bauen wir erstmal einen hier hin. Ja, da haben wir schon eine Rückentwicklung und der fehlenden Nahrungsmittel, aber wir kaufen mal weiter hier unsere Karotten ein. Gut, wir können jetzt endlich die Sachen verkaufen. Da kommen unsere neuen Bürger. Hier können wir wieder Karotten nochmal einkaufen. Ja, doch, das passt. Wir haben Dezember. Jetzt müssten eigentlich unsere Zwiebeln reif sein. Wir müssen hier eine Sperre setzen. Ja, Aufbau gefällt mir eigentlich soweit schon ganz gut. So, wir haben Arbeitslose. Ich baue noch eine Steinmetzwerkstatt. Mit Orikal können wir im Moment noch gar nichts anfangen. Also von daher brauchen wir da doch noch nicht abzubauen. Aber wir müssen Holz einkaufen für unser Heiligtum. Das Holz kriegen wir ja auch von Bandomer. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr verkaufen hier. Ja, komm, dann bauen wir direkt auch die Klinik. Ja, nach hierhin erweitern wir das jetzt mit dem Gewerbe. Nach hierhin, hier ist ja Kartenende fast. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier das Heiligtum hinbauen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Oder eher hier hin. Erweitern wir es. Ja, hier ist Kartenende. Nee. Obwohl hier ist auch Kartenende, ne? Aber ich glaube, hier passt es ganz gut hin. Oh je, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir bauen erstmal nochmal eine Zwiebelfarm hier auf. Sehr schön. Dann nochmal eine Wollsammelstelle. Ja. Gut, dann nochmal. Ja, wir kriegen nochmal eine Unterstützung von Pasmin. Ich habe keine Ahnung, welcher Planet oder Stadt Pasmin ist. Da könnt ihr mich immer gerne mal aufklären. Wie gesagt, bei Star Wars kennt man so die Grundlagen, aber das kenne ich jetzt nicht. 2000 Drachmen kriegen wir nochmal. So, nochmal ein Landarbeiterlager. Wir müssen aber auch gleich noch... Ja, noch ein Warenlager bauen natürlich. Nein, hier nicht, sondern hier. So, dann teilen wir das mal ein bisschen auf. Hier kann Wolle mal geholt werden. 4 Stück für unsere Stadt. Und hier nehmen wir... Ne, Traum brauchen wir jetzt hier nicht. Okay. Dann ist das Wolle und hier nehmen wir keine Wolle an. Alles andere nehmen wir hier an. Gut.
So, Rüben brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach, deswegen waren wir, glaube ich, auch im Minus gewesen. Ich hatte vergessen, das entsprechend auszuschalten. Ja, komm, bauen wir noch ein Landarbeiterlager auf. Meine Reben kann man jetzt nicht viel Geld mit verdienen, ne? Wolle ist da schon interessanter. Ah, jetzt kommen endlich unsere ganzen Zwiebeln mal an. Ja, und der erste Marmor. Okay, wir brauchen für die Laube der Athene 24 Marmorplatten. Wir Ich brauchen bin Athene. 2000. Wer mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. 1600 Drachmen. Mhm. Ja, ich finde es wirklich eine total tolle Idee, hier tatsächlich die Geschichte von Star Wars auf das Spiel Zeus zu adaptieren. Bin sehr gespannt, was uns da noch alles so widerfahren wird. Eine Wollsammelstelle bauen wir noch, aber dann ist wirklich mal Feierabend. Oh, Bandumer braucht Wolle. Oh, okay, dann müssen wir einmal kurz hier den Verkauf stoppen. Da haben wir jetzt 5. Und wir haben es dann das mal eben. Ja, der erste Marmor ist auch schon auf dem Weg ins Warenlager. Das haben wir. Wie viel brauchen wir? 6. Ach so. Ja, das muss ich natürlich jetzt ändern. So, da haben wir es. Gut. Wieder umstellen. Und verkaufen. So, Nahrungsmittel haben wir genug. Wir haben auch genug Arbeiter. Oh je. Ja, bei Pasmin können wir nichts verkaufen. Na komm, dann bauen wir noch bauen wir eine Metallhütte. Die auch super teuer sind. Wir brauchen keine Metallhütten. Dann auch die Steinmetzwerkstatt ist teurer als die Metallhütte, ne? Na egal. So, Bandumer schätzt uns mehr. Das ist auch nett. Wenn euch das Abenteuer gefällt, gebt mal ein paar Kommentare dazu ab. Könnt ihr auch machen, wenn euch das Abenteuer nicht gefällt. Natürlich. Tja, wir können 24 Einheiten Wolle verkaufen. Also Trauben haben wir, glaube ich, genug. Das letzte Mal eine Wollsammelstelle, dann reicht es aber auch hier. Die können wir natürlich auch hier hinbauen. Hier ist nämlich auch kein fruchtbares Gebiet. Aber ich müsste es so bauen, dass ich mit dem Weg hier entlang komme. Mal eben gucken. Ja, so geht es. Dann kommen wir hier hoch. Ja. Mhm.
Ja, es kann aber sein, dass der Architekt das nicht alles hier kontrollieren kann. Dann bauen wir doch noch einen hier hin. Den hier hin. Ja, Wolle ist das, was wir hier am meisten verkaufen können. Alles andere ist jetzt erstmal uninteressant. Bin mal gespannt, woher wir die Skulpturen bekommen, die wir für unser Heiligtum brauchen. Ja, den Wollhändler brauchen wir jetzt noch nicht zu bauen. Wir haben wirklich mehr als genug Arbeitslose hier. Ja, ich wundere mich schon, dass ich nichts verkaufe. Ich habe natürlich wieder vergessen, die Wolle auch freizugeben. Oh nee. Wir brauchen doch Geld für unser Heiligtum. So, jetzt aber. Mit den Nahrungsmitteln müssten wir auskommen. Ja, kommen wir. So, jetzt kann endlich mal hier gut verkauft werden. Ja, komm, wir bauen noch ein Warenlager auf. Nee, hier. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann können hier die Trauben angenommen werden. Hier wird der oder die Wolle angenommen. Hier wird nur Marmor angenommen. Und Skulptur. Okay. Obwohl, hier können wir auch noch Skulpturen annehmen. Ja, statt mangels an Nahrung. Oh, das ist schlecht. Aber noch hat unsere Marktfrau was auf der Agora. Und wir haben schon Januar. So, wie viel Marmor haben wir denn jetzt mittlerweile? 16. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Wir brauchen vor allem noch ein bisschen mehr Geld. Ne? So, wir können jetzt die Wolle hier annehmen lassen. Ja, das habe ich fast befürchtet. Das ist natürlich jetzt schade, gerade wo wir unsere Zwiebeln fast geerntet hätten. Das ist doof. Okay, ja. Wo bauen wir jetzt noch eine Zwiebelfarm auf? Dann machen wir das so. Ja, nützt alles nichts. Dann müssen wir hier noch einen Architekten bauen. Ich bin Athene. Wer mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. So, da kommen unsere Zwiebeln. Wunderbar. Ja, wir könnten etwas Geld fordern. Hier von Bandomir, der angetan ist. Ja. Damit wir unser Heiligtum mal bauen können. Wir können ja schon mal gucken, wie wir unser... Wir könnten natürlich auch den Stadtpalast schon bauen. So, Bandomir gewährt uns nochmal 1500 Drachmen. Wunderbar. Dann könnten wir doch jetzt... Marmor. Ja, können wir jetzt bauen, das Heiligtum der Athene. Was ich ja hier hinbauen wollte. So. Ruhig noch ein bisschen weiter nach hier. Ein bisschen mehr Platz lassen wir zu unserem
Wohngebiet. Dann können wir die Straße nämlich hier so rein. Ach, guck doch mal, wie das passt. Begeisterung. So, dann bauen wir... Ach, die bauen wir jetzt hier hin, die 2. Dann kann es losgehen. Ja, das weiß ich. Wie viel brauchen wir? 2. Ja, das können wir so lassen. Ja, Wolle produzieren wir jetzt mehr als genug. Ja, und Holz müssen wir nachher einkaufen. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch irgendwie Skulpturen geschenkt bekommen. Hier wird auf jeden Fall schon mal fleißig gearbeitet. Wir brauchen noch mal wie viel Holz? 16 Ladungen. Bandomer braucht Trauben. 5 Trauben. Na, die habe ich doch hier in meinem Handelsposten von Bandomer. Machen wir einfach hier den Verkauf stoppen. Dann müssten wir sie eigentlich haben. Jawohl, können wir verschicken. Dann können wir sie auch wieder verkaufen. Ja, das passt doch sehr schön. Ja, bis jetzt konnten wir ja unseren Handelspartnern hier mal gut helfen. Bin mal gespannt, wie wir es jetzt mit den Skulpturen hinkriegen. Ja, also unsere 4 Zwiebelfarmen reichen voll und ganz für die Bevölkerung. Ja, Bandomer, das haben wir gerne gemacht. Vielleicht kannst du uns ja Skulpturen geben. Ja, wir müssen Geld verdienen. Wir müssen Holz einkaufen. Obwohl, Moment, da haben wir ja jetzt hier unseren Verbündeten, der angetan ist. Dann hätte ich gerne Holz von dir. Dieses Warenlager. Ja, Moment. Nein, was mache ich denn hier? So, hier. Marmor ist, kann auch Holz angenommen werden. Gut. Oh, Pasmin schenkt uns Skulpturen. 8 Skulpturen. Später, weil ich befürchte, dass ich nicht... Oh, Pasmin braucht Marmor. 8 Marmorplatten. Nein, 7 Marmorplatten. Okay, Moment. Muss erstmal den Marmor hamstern. Und dann brauche ich noch ein Warenlager hier, bitte. Nur für Skulpturen. So. 8 Skulpturen nehmen wir an. Und Bandomer gewährt das Holz. 6 Holzbretter später. Die müssen jetzt hier angenommen werden. Ne, Moment. Die können hier angenommen werden. Und hier muss auch Marmor angenommen werden, weil sonst können wir die Forderung nicht erfüllen. So. Oh, wir haben schon den Marmor. Wunderbar. Dann können wir den auch wieder nutzen. Pasmin schätzt uns mehr. Und wir kriegen das Holz. 6 Holzplatten oder Bretter. Und den Marmor wieder... Nein. Den Marmor wieder freigeben. Gut. Ja, dann haben wir eigentlich alles für unser Heiligtum beisammen. Wir brauchen 14 Arbeiter. In der Stadt mangelt es an Nahrung. Da kommen aber unsere Zwiebeln. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Wir können aber die 16 Stränge Wolle für die Kolonie schon bereitstellen. So, ich habe wieder alles hier ausgeschaltet. Ich wundere mich, dass meine Stadtkasse so runtergeht und ich verkaufe hier gar nichts. So, jetzt aber. Ja, das Tempelgebäude wird jetzt gebaut. Ja, wunderbar. Jetzt verdienen wir wieder mal ein bisschen Geld. Weil ich muss jetzt auch Holz einkaufen. Okay, das müssen wir jetzt mal einschalten. Was brauchen wir denn noch?
Wir haben 6 bekommen. 18 brauchten wir. 12. Momentan müssen wir jetzt tatsächlich auf das Holz warten. Aber da kommt schon unser Händler. Ich meine, man hätte auch noch mal Holz natürlich entsprechend fordern können, ne? Ich meine, man ist immer noch angetan, ne? Komm, was soll das? Aber ich brauche trotzdem dann nochmal 6. Wenn wir nochmal 6 kriegen. Gut. So. Die haben wir eingekauft. Dann sollte das passen. So, wieder jede Menge Marmor für unser Heiligtum. So, wir kriegen nochmal die 6 Holzbretter. Danke. So, damit ist das Tempelgebäude fertig und jetzt werden die Skulpturen aufgestellt. Feuer in der Stadt. Warum? Eigentlich musste hier der Architekt entlang gehen. Ja, da wird schon gelöscht. Gut. So, wir brauchen noch 8 Ladungen Holz. Habe ich denn 8 Ladungen noch im Warenlager? Ich glaube, ja, ne? Holz, Holz, Holz. 10 sogar. Ja, dann. Ja, mittlerweile werden schon die großen Statuen der Athene errichtet. 2 Skulpturen brauchen wir noch. Und den Marmor für den Altar. Das Holz haben wir ja alles. Ja, wir haben eigentlich alles. Wir warten jetzt nur noch auf die Fertigstellung des Tempels, beziehungsweise des Heiligtums. Ja, wunderbar. Jetzt noch die 2 Skulpturen und 4 Ladungen Marmor für den Altar. So, da ist sie. Oh, Bandomer braucht nochmal Trauben zum Schluss. Kriegen sie doch sofort. So, die letzte Ladung Marmor. Damit ist unser Heiligtum der Athene fertiggestellt. Wir können die Kunsthandwerkergilden hier abreißen, damit wir genügend Arbeiter haben. Da ist sie schon. Ja, und wir haben die erste Mission aus dem Abenteuer Kurosan von den City Builders erfolgreich abgeschlossen. Ja, wir haben es geschafft. Und was haben wir jetzt hier noch als Text? Jetzt wird es Zeit für eine Kolonie, nachdem die Göttin der Weisheit zufrieden ist. Am besten wäre ein Ort, wo es Holz gibt, da Bandomers Wälder durch einen verheerenden Vulkanausbruch zerstört sind und es lange dauern wird, bis wir dort wieder Holz einkaufen können. Während du fort bist, wird Senatorin Amadala sich um deine Stadt kümmern. Jetzt ist nur noch die Frage, welchen Ort der richtige ist. Nabu oder Dagobah wären für den Moment wohl die richtige Wahl, da Poseidon dort noch einige Kleinigkeiten von dir erledigt wissen möchte. Da er so hilfreich einen Zugang zum Meer geschaffen hat, wäre es nur recht und billig, wenn du seinem Wunsch folgst. Wunderbar, wir gründen eine erste Kolonie und ich finde das einfach nur herrlich mit den Namen hier. Man hat direkt die Bilder vor Augen, wenn man das hier liest. Ja, und dann bin ich mal gespannt, welche Kolonie wir dann entsprechend in der nächsten Mission dieses Abenteuers gründen werden. Ich hoffe, euch gefällt das Crossover hier und freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Bis dahin wünsche ich natürlich wie immer alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.